Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das hier ist das Kit-Set, das Peasant Knife, der in Neuseeland ansässigen Marke Sword. Peasant Knife heißt übersetzt Bauernmesser. Dieses Messer basiert auf dem Design von sogenannten Schwenkerlmessern, die in Bayern und Böhmen im 17. Jahrhundert weit verbreitet waren. Ja, das Kit-Set wird jetzt ausgepackt. Ich würde mal sagen, los geht's. Schwenkerlmesser bedeutet nichts anderes als der Anglizismus Friction Folder, und Friction Folder faszinieren mich einfach. Ich habe eine relativ große Sammlung zu Hause. Das ist wohl einer der bekanntesten Vertreter dieser Messerart. Das ist ein Trattenbacher Taschenfeitel aus dem Trattenbachtal aus Österreich, wird seit Jahrhunderten in nahezu selber Bauweise hergestellt. Wir haben einfach eine Klinge, eine Achse und einen Griff. Also einfacher geht's nicht. Das ist wohl das einfachste Konzept, ein Klappmesser herzustellen. Das älteste Klappmesser, das bisher entdeckt wurde, stammt aus der Zeit zwischen 600 und 500 vor Christus. Das war auch ein Friction Folder aus einer Eisenklinge und einem Griff aus Knochen. Also das ist schon interessant. Werft bei Interesse mal einen Blick in die Videobeschreibung. Ich habe euch da was verlinkt. Ja, jetzt geht's aber wirklich los. Ich würde sagen, wir packen das jetzt mal aus. Ich schaue mal, ob ich das halbwegs beschädigungsfrei hinbekomme. Ah. Das ist ein Nagelkiller. Okay, schauen wir mal, was da so drin ist. Okay, fliegt einem schon mal die Beschreibung entgegen. Die lege ich hier mal weg. Also, wir haben das sind erstmal Griffschalen, und zwar aus Aluminium. Ich kann euch jetzt hier nur einen ersten Eindruck verschaffen. Letztendlich ist es ein Kit-Set. Also das heißt, das Messer ist nicht vollständig zusammenzubauen, sondern man muss dann selbst noch was arbeiten. Und darin liegt auch die Faszination letztendlich. Deswegen wird es noch einen zweiten Teil dazu geben. Hier haben wir auch einen Pimping Guide. Also wie pimpe ich mein Peasant Knife. Finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Wie gesagt, haben wir hier erstmal die Alu-Griffschalen. Dann ein Tütchen. Das sind Messingschrauben drin, sehe ich. 5 Messingpins, muss ich noch mal gucken. Ja, also 3 werden wohl auf jeden Fall gebraucht. Und Bronzewascher. Ja, das ist schon mal eine ganz schöne Geschichte. Und natürlich das Herzstück der ganzen Geschichte. Die Klinge. Das ist eine Carbonstahlklinge. Die Länge, die dann letztendlich aus dem Heft herausschaut, liegt bei ca. 3 Zoll. Das sind etwa 7,6 cm und die Klingenbreite liegt bei 1,88 mm. Das Messer kommt nicht geschärft, es kommt nur angeschärft. Also ja, in dem Zustand kann man jetzt vielleicht Käse schneiden, das war es dann auch schon. Dennoch finde ich es ziemlich interessant. Wie gesagt, es wird noch einen zweiten Teil geben. Das Messer kann man so jetzt nicht zusammenbauen, das wäre einfach nur Quatsch. Wie gesagt, ein erster Eindruck ist verschafft. Gut, dann gibt es jetzt noch ein kleines Fazit dazu. Mein Fazit zum Peasant Knife von Sword. Also ich finde das wirklich ein sehr gelungenes Konzept. Ja, das ist halt ein schöner Bausatz, man kann sich austoben, man hat eigentlich kaum Einschränkungen. Man macht sich selbst einen Griff aus Holz oder Kunststoff oder Mikata, was man halt irgendwie möchte, was einem einfällt. Dann muss man sich noch ein bisschen mit der Klinge befassen, dass man die scharf bekommt. Also wirklich eine sehr schöne Idee. Ich verlinke euch die Bezugsquelle mal in der Videobeschreibung. Ich profitiere davon im Übrigen nicht, das ist mein Eigentum. Ja, okay. Dann würde ich sagen, ich werde mich die nächsten Tage mal dran machen. Wann das Video dann erscheint, kann ich euch noch nicht sagen, aber ich schaue, dass ich es irgendwie zeitnah hinbekomme. Okay, ich verabschiede mich dann, wünsche euch alles Gute, ganz viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.